Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Film hier aus der Aquarellwerkstatt. Mein Name ist Barbara Hirsekorn und dies ist mein YouTube-Kanal. Im heutigen Video geht es um Grüntöne in einer sommerlichen Berglandschaft. Grün gilt ja immer als etwas schwierig in der Landschaftsmalerei, aber das muss eigentlich nicht sein. Warme und kalte Grüntöne mischen, in der Entfernung etwas Blau dazugeben und in der Nähe vielleicht etwas Sienna gebrannt, löst schon einige der Probleme mit Grün. Welche Grüntöne ich verwende und wie ich eine großflächige Wiese im Aquarell anlege, erfährst du im folgenden Video. Zwischen meinen beiden Malkursen in diesem Jahr in der Schweiz habe ich eine Woche im Berner Oberland verbracht. Diese Woche in den Bergen war wirklich wunderbar. Ich war in der Region rund um Interlaken unterwegs und habe in dem kleinen Bergdorf Habkern gewohnt. Das frische Grün Anfang Juni, die oft nebelverhangenen Berge und die immer malerisch auf die Hänge hingetupften Berghütten haben mein Malerherz total begeistert. Diese Region steht auf meiner Malreisenwunschliste ganz weit oben und ich werde versuchen, im Jahr 2026 hierhin eine Malreise anzubieten. Hier ein kleiner Blick in mein Skizzenbuch. In dieser Woche sind sehr viele Skizzen entstanden und eine verwende ich für den Film heute als Vorlage. Referenzfoto und Bleistiftskizze bekommen die Unterstützer unseres Kanals selbstverständlich wieder per Mail zugesendet. Die Farbentscheidung für dieses Bild war relativ einfach. 2/3 oder sogar etwas mehr des Bildes werden mit ruhigen Grün- und Gelbtönen gemalt. Eine Prise Komplementärkontrast kommt mit den roten Hausdächern und dem warmen Braun des Schuppens ins Spiel. Für den Himmel mische ich mir ein neutrales, helles Grau aus Zylinblau und permanent Alizarin-Karmesin. Ich möchte den Himmel hier auf keinen Fall zu blau malen, um mich farblich nicht zu sehr von den Grüntönen, die das Bild bestimmen sollen, zu entfernen. Es ist immer wichtig, eine grundsätzliche Farbentscheidung für ein Bild zu treffen. Hier sollen die sommerlichen Grüntöne überwiegen, also werden alle anderen Farben eher neutral gehalten. Später möchte ich die Bergkette im Hintergrund in einem dunklen Türkisgrün malen. Damit dieses Grün an Tiefe gewinnt, untermale ich es zunächst mit einer rötlichen Schicht aus permanent Alizarin-Karmesin. Mit einer Mischung aus Green Apatite Genuine und etwas Cadmiumgelb male ich die Bäume im Mittelgrund. Das Grün darf gerne in die Himmelsfarbe hineinlaufen, dies gibt schöne weiche Ränder und die Illusion von Entfernung entsteht. Mit einer etwas dunkleren Grünmischung setze ich Schattenformen auf die rechte Seite der Büsche. Hier nehme ich in die vorhandene Grünmischung etwas Ultramarinblau hinein. Mit Jaune Brillant male ich den oberen Bereich der Bergwiese und nutze hier auch die noch vorhandene Pfütze mit meinen Grüntönen. Der Grünton für die Wiese wird jetzt ständig variiert. Es kommt Green Apatite Genuine, lichter Ocker, Sienna gebrannt und später auch Perry Lane Green mit hinzu. Wichtig ist mir, dass die Wiese nach vorne hin dunkler wird, um die räumliche Tiefe zu erzeugen. Im Vordergrund ändert sich auch die Pinselbewegung. Ich ziehe den Pinsel jetzt nicht mehr flach über das Papier, sondern arbeite mit eher vertikalen, dicken Pinselstrichen.
Ein paar kleinere Akzente mit einer dunklen grünen Mischung kommen nun in den mittleren Bereich und einige Spritzer mit klarem Wasser deuten kleine Blümchen auf der Wiese an. Der Weg bekommt eine leichte Farbigkeit mit Xylinblau, Permanent Alizarin-Karmesin und etwas Sienna gebrannt für den Vordergrund. Die Fläche der Wiese ist noch feucht und so kann ich hier im Vordergrund noch ein wenig dunkle Farbe einaddieren. Hier ist es Pearland Green. Das ganze Bild muss nun einmal trocknen. Mit Cadmiumrot, Permanent Alizarin-Karmesin und einem Hauch der grünen Mischung, um die Farbe etwas zu dämpfen, male ich jetzt das Dach des großen Schuppens. Hier am Bildrand sollte es auf keinen Fall zu leuchtend rot werden, also variiere ich die Fläche mit etwas lichter Ocker. Für das kleinere Häuschen nehme ich ein wenig Blau mit in die Dachfläche hinein. Es geht mir immer darum, die Flächen farblich zu variieren, so dass ich ein langweiliges Ausmalen vermeide. Mit Sienna gebrannt und Kobaltblau geht es in den Holzwänden des Schuppens weiter. Auch hier wird quasi bei jedem Zentimeter die Farbe variiert. Die Unterkante in den Gebäuden zur Wiese hin gestalte ich sehr unregelmäßig. Hier male ich ja die dunkle Fläche des Schuppens, aber die helle Wiese entsteht durch diesen Farbauftrag. Das dritte Haus wird nun ganz ähnlich gemalt, mit einer helleren Mischung aus Blau und Sienna gebrannt. Nun föhne ich alles einmal trocken, bevor ich mit den dunkleren Farbaufträgen im Bild fortfahre. Falls du dich für dieses Original-Aquarell interessierst, es ist wie alle hier im Kanal gemalten Bilder auch wieder käuflich zu erwerben. Bei Interesse schreib mir gerne eine E-Mail. Die E-Mail-Adresse findest du unten in der Videobeschreibung. Ich freue mich und melde mich dann mit einem Angebot bei dir. Nun geht's weiter mit den dunkleren Farbaufträgen. Viel Spaß! Die Fläche für den hinteren Berghang feuchte ich mit klarem Wasser etwas an. Dann setze ich eine kräftige Mischung aus Ultramarinblau, Pearland Green und etwas Neutraltinte hinein. Ein wenig Cadmiumgelb frischt die Farbe noch etwas auf. Ich variiere diese Mischung mit Sienna gebrannt, um einen etwas wärmeren Farbauftrag zu bekommen. Hier arbeite ich jetzt wieder in der Negativtechnik das Hausdach und die grünen Bäume heraus. Ein wenig von der dunkleren grünen Mischung verwende ich, um die rechte schattige Seite der hellen Bäume noch etwas abzudunkeln. So fügt sich dieser mittlere Bildbereich noch besser ins Bild ein. Hier am rechten Bildrand möchte ich noch ein paar dunkle Tannen malen. Ich feuchte diesen Bereich des Blattes mit klarem Wasser an und setze dann mit der noch vorhandenen dunklen grünen Mischung die Bäume ein. Mit dem Fingernagel ritze ich ein paar helle Stämme in die Fläche, ganz reduziert. Für den Bildrand ist das hier meiner Meinung nach völlig ausreichend. Weiter geht es nun mit den schattigen Seiten der Gebäude. Ich mische mir Ultramarinblau, Permanent Alizarin-Karmesin und etwas Sienna gebrannt und male die entsprechenden Flächen. Ein transparenter Schatten unter dem Dach lässt sofort die Sonne im Bild scheinen.
Mit der Pinselspitze kann ich jetzt auch die Holzplatten ganz zart andeuten. Einige Striche mit dem durchbrochenen Pinselstrich schaffen Struktur auf den Dächern und Akzente auf den Hauswänden. Mit meinem Kunststoff-Flachpinsel wasche ich nun die Strommasten zunächst aus. Der Flachpinsel eignet sich für gerade Linien hervorragend. Mit dem kleinen Kunststoffpinsel in der Größe 6 kann ich sogar die kleinen Punkte für den Strommast aus der dunklen Fläche der Berge herausholen. Ein paar Gräser im Vordergrund arbeite ich auf die gleiche Weise, nicht zu viel, denn ich denke, hier habe ich schon genug Struktur im ersten Farbauftrag erzeugt. Mit Sienna gebrannt und Ultramarinblau wird jetzt die rechte Seite des Telegrafenmasten gemalt und nach links hin mit klarem Wasser angelöst. Im Mittelgrund setze ich noch einige Zaunpfähle mit der gleichen Farbmischung. Die kleinen Formen im Bild sind immer der letzte Arbeitsschritt und machen viel Spaß, weil sie das Motiv an den entsprechenden Stellen noch einmal interessanter machen können. Mit Jaune Brillant direkt aus der Tube setze ich ein paar gelbe Blumen auf die Wiese. Vorne größere Flecken, hinten etwas kleiner. Über dem Bildvordergrund kommt noch eine leichte Lasur aus Sienna gebrannt und Ultramarinblau. So kann ich die Konturen zwischen Wiese und Weg etwas verwaschen und der Fokus konzentriert sich mehr auf den Mittelgrund. Ein paar kleinere Farbakzente gibt es noch mit Jaune Brillant direkt aus der Tube. Dies funktioniert genauso gut wie Titanweiß und leuchtet im Bild besonders schön. Mit dem Flachpinsel hole ich zum Schluss noch einige helle Formen aus dem Haus und dann ist mein sommerliches Bergmotiv fertig. So, ich hoffe, unser Video hat dir heute gefallen und du hast Lust, das Bild jetzt auch einmal auszuprobieren. Nächsten Samstag geht es hier schon wieder weiter auf unserem Kanal. Ich hoffe, du bist dann auch wieder mit dabei. Tschüss, bis dahin.